Hi zusammen! In dem Video möchte ich euch einmal ein Update geben bezüglich des Motorrads, was wir alles so diese Saison geändert haben, beziehungsweise was wir auch in der Saison zusammen erlebt haben, und möchte euch einmal so ein bisschen die Mods vorstellen, was wir gemacht haben beziehungsweise wie sie funktioniert haben, ob sie mir geholfen haben beim Fahren oder ob sie eher kontraproduktiv waren. Ja, und dementsprechend fangen wir mal an und zeigen euch dieses geisteskranke Moped. Was wir an dem Motorrad geändert haben, sieht man hier zum Beispiel einmal. Wir haben den Endschalldämpfer geändert, wir haben am Fahrwerk was geändert, da ist jetzt ein Biturbo-Fahrwerk drin. Vorne haben wir auch auf Biturbo gewechselt. Ja, wir haben an der Bremse haben wir was gemacht. Wir haben generell die Ergonomie geändert. Ja, wir haben natürlich das ganze Design geändert. Da gibt es auch ein separates Video zu. Das werde ich auch mal mit verlinken, beziehungsweise auch das Fahrwerksvideo werde ich mit verlinken und auch noch zusätzlich habe ich das Motorrad schon mal im Detail, so wie ich es bekommen habe oder gekauft habe, einmal vorgestellt. Und das werde ich auch alles mit verlinken, damit ihr euch schon mal so eine grobe Übersicht machen könnt. Und werde in dem Video hauptsächlich eigentlich ins Detail gehen, damit man mal wirklich sehen kann, was welches Teil gebracht hat und welches Teil eher produktiv und welches eher kontraproduktiv war. Was hier bei einem Motorrad natürlich sehr auffällt, das Design in dem Blau bzw. mit Rot passend zur Kombi im Renngrip-Design, was der Hauptsponsor ist. Und hier kann ich euch gleich mal was mit zu Weihnachten geben, und zwar mit dem Code Motanio-333 kriegt ihr 5% bei Renngrip. Also wenn ihr da mal was kaufen solltet, benutzt diesen Code mit. Was ich euch auch mittlerweile anbieten kann, ist mit Racecamp-Events. Die bieten euch mit meinem Code auch Motanio-333 10% Rabatt an, was für einen Trackday eigentlich recht viel ist, beziehungsweise habe ich auch mit Racecamp-Events gute Erfahrungen gemacht. Bin dieses Jahr, glaube ich, 4 Termine mit denen unterwegs gewesen und werde auch nächstes Jahr schauen, dass ich so viel wie möglich mit Racecamp-Events fahre, tendenziell auch dort mal instruiere und dann halt, ja, dann könnt ihr mit mir da fahren, ihr könnt Rennen mit mir fahren und ihr könnt auch eventuell mal Instruktionen mit mir machen. Ja, Hondas gibt es dort auch zum Fahren, zur Referenz. Da habe ich ja auch öfters mal ein Video hochgeladen. Bevor wir ins Detail gehen, möchte ich euch erstmal ein paar grundlegende Informationen nochmal geben. Und zwar zum Motor. Das Motorrad hat jetzt ungefähr 4000 Kilometer runter. Davon bin ich so gute, nicht ganz 2500 Kilometer gefahren. Ja, das Motorrad ist Baujahr 2016, 2017, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ja, was man noch so sagen kann, von den Zeiten her, bei mir, ich bin da jetzt so eine hohe 33 in Oschersleben mitgefahren. Die Kiste kann deutlich mehr. Ich habe es auch gemerkt, als ich einen Profifahrer die Maschine mal fahren lassen habe. Der war in 2 Runden, war der auf einer Strecke in Cremona 5 Sekunden schneller als ich und hat gesagt, das Ding fährt top. Und das ist EWC-Fahrer beziehungsweise auch Superbike und Supersportfahrer. Dementsprechend, die Kiste sollte gut was können, mehr als ich. Ich musste auf jeden Fall noch reinwachsen. Ja. Und das Motorrad, wie gesagt, das wurde dieses Jahr von meinem Kollegen Dominik von Motodome Racing aufgebaut. Da sind wir auch wieder. Der Dominik, Motodome Racing, der hat das Motorrad, wie gesagt, aufgebaut, hat sich um die Wartung gekümmert, hat sich um jegliche kleinen Teile gekümmert, wo man als Privatverbraucher echt Probleme mit hat. Ja, das heißt, wenn ihr da mal mit einem Umbau oder Reparatur oder sonstigen zu jemanden braucht, der sich auskennt, kontaktiert einfach mal Motodome Racing. Ich werde ihn verlinken in die Beschreibung. Da könnt ihr ihn einfach mal anschreiben. Kommen wir mal zu der von mir empfundenen Charakteristik des Motors. Was mir natürlich sehr aufgefallen ist, dass der Motor sehr direkt im Gas ist mit der Leistung. Und da hat mir natürlich geholfen, ein gutes Gefühl in der Gashand zu haben. Hier haben wir zum Beispiel von Motion Pro den Rev 2, den Kurzhub-Gasgriff, den haben wir nachgerüstet. Den gibt es zum Beispiel bei Renngrip. Heißt, wenn ihr gerade einen Kurzhub-Gasgriff braucht, könnt ihr da mal vorbeischauen. Und was mir da natürlich geholfen hat, ist, dass ich die Übersetzungen individuell anpassen konnte für mein Empfinden, wie weit ich drehen möchte, wie direkt ich das haben möchte.
Ja, denn bei der Carver ist es, wie gesagt, so, dass man die Maschine bis 9000 oder mindestens 9000 Umdrehungen mit der Maschine haben muss. Darunter hat das Ding nicht richtig Leistung, du kommst nicht richtig aus der Kurve raus und dementsprechend musst du das Motorrad sehr wie eine 600er fahren. Da kommt natürlich wieder das Problem, dass bei den hohen Drehzahlen viel Lärm entwickelt wird. Und hier hilft natürlich ein großer Endschalldämpfer, um das zu kompensieren. Da haben wir den Trackdash Endschalldämpfer von der Yamaha R1 nachgerüstet. Der kommt mit 2 dB-Killern, die beide separat eingebaut werden können. Und das Teil ist wirklich sehr leise. Damit hat man auch auf Strecken wie Mettet hatte ich kein Problem. Nächstes Jahr probiere ich mal auch den Sachsenring und ich werde schauen, wo ich noch vielleicht Probleme bekommen könnte. Aber das Ding ist relativ leise. Der Anschluss, der kommt in 60 mm Durchmesser. Das wurde vom Motodrome Racing aufgeweitet auf 63,3 mm. Das ging auch bis zur Streckgrenze des Titans, was man hier sehen kann. Bisschen weiter und das Ding wäre aufgeplatzt. Normalerweise sieht das Titan natürlich ein bisschen glatter aus, wie man hier sehen kann. Ja, und mit dem Schalldämpfer hat man auf jeden Fall relativ gesehen weniger Probleme, was Lautstärke angeht. Das heißt, da spart man sich viel Geld, weil man nicht in Zoll rausgewunken wird. Und ist eine gute Investition. Was natürlich neben des Motors sehr wichtig ist für das Motorrad bzw. für das ganze Fahrgefühl, sind natürlich unter anderem auch die Reifen, denn das ist der Kontakt, den du zum Boden hast. Hier fahre ich seit einigen Jahren die Dunlop-Reifen. Früher waren das die D213 GP Pro. Jetzt bei der 1000er ist es der KR 108 Reifen. Vorne ist der KR 109, der Dunlop. Beide in Big Size. Das heißt, hier haben wir einmal die Mischung, die Größe 270 und vorne haben wir 125/80. Heißt, die sind ein bisschen größer, die Reifen, als die normalen KR-Reifen. Ja, was ich natürlich bei den Reifen erfahren habe, ist, was typisch Dunlop ist, du hast natürlich eine bisschen härtere Karkasse, musst niedrigere Drücke fahren, aber die Haltbarkeit bei den Reifen ist sehr groß. Habe ich auch schon von Kollegen gehört, die den Reifen auch gefahren sind, haben mir das Gleiche sagen können. Ich persönlich komme zum Beispiel mit dem Hinterreifen ungefähr fast 2 Tage hin mit der 1000er bei meinen Rundenzeiten. Man muss natürlich ein bisschen auf die Mischungen schauen, weil jeder Asphalt ist anders, die Temperaturen sind anders und der Reifen muss natürlich mit seiner Mischung im richtigen Bereich arbeiten. Ich kam eigentlich immer mit den MS2 Medium Reifen beim Big Size vorne und hinten hin. Hinten gibt es noch den MS1, den kann man dann bei höheren Temperaturen probieren. Habe ich nicht wirklich viel Erfahrung gehabt, aber generell ist das Feedback der Reifen, was ich bis jetzt hatte, sehr gut. Der Grip ist super. Er baut mit der Zeit ein bisschen ab, aber wirklich noch auf ein Verhältnis, dass du kontrollierte Slides hast. Und wenn du 9 draufziehst, dann ist das erstmal der Wahnsinn. Also was die Reifen können, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Weiter geht's mit dem Fahrwerk. Da habe ich von Bitubo ein Fahrwerk zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist einmal hinten das XXZ31 Federbein und vorne habe ich das ECH29 Cartridge eingebaut. Dazu gibt es einen Lenkungsdämpfer von Bitubo, einen Gaslenkungsdämpfer. Ja, und allgemein kann man natürlich erstmal sagen, zu dem neuen Federbein von Bitubo, dass das Feedback ein gutes war, dass der Grip bzw. Das Handling und die Stabilität des Motorrads sehr stabil war. Was man auch sagen kann, ist, dass die Einstellungen des Federbeins konnte man sehr direkt merken. Also man merkt natürlich nicht jeden Klick, aber man merkt die Tendenz, wo es hingeht. Ja, und generell hat es erstmal so angefangen, dass das Federbein ein bisschen zu lang war. Dadurch ist das Motorrad ein bisschen zu weit gelaufen bei viel Gas. Mit Anpassung der Länge hat das Ganze jetzt eigentlich wieder besser funktioniert und jetzt arbeitet die Kawasaki eigentlich so in dem Bereich, wie sie mir gut gefällt. Rundenzeiten sprechen auch langsam mehr dafür. Gehen wir weiter zum Cartridge vorne. Hier, wie gesagt, das ECH29 Cartridge. Generell kann man zu der Front der Carver sagen, jetzt mit dem Bitubo Cartridge, dass das ein sehr direktes Gefühl ist. Es ist ein bisschen härter als manch andere
Gabeln, aber es ist ein angenehmes Hart. Dementsprechend, man merkt den Boden sehr direkt, man merkt die Bodenwellen, aber auf eine stabile Art und Weise, so dass man wirklich weiß, was unter einem abgeht. Das Motorrad ist nicht zu hart, aber es hat eine angenehme Stabilität. Ja, hier ist natürlich auch so, dass man die Klicks merkt, und das Feedback zum Vorderrad ist eben durch diese Härte das beste Feedback, was ich bis jetzt hatte in einem Motorrad, und das taugt mir generell, was auch mein Fahrgefühl angeht, weil ich es meistens doch ein bisschen direkter haben möchte. Ja, weiter geht's mit dem Lenkungsdämpfer. Hier ist einfach gesagt, dass der halt mit Gasdruck arbeitet. Dementsprechend ist der nicht so anfällig, was die Temperatur angeht, und tut seinen Dienst. Und ist auch einstellbar, aber das stellt man einmal an und dann funktioniert's gut. Weiter geht's mit der Bremse. Hier habe ich zuerst die Magura HC3 verbaut. Die habe ich von Magura gestellt bekommen. Die bin ich auch die letzten Jahre schon gefahren. Was mir an der Magura gut gefällt, ist, dass der Anstellwinkel der Pumpe einstellbar ist. Das heißt, der ist von 19 bis 17 mm einstellbar. Dadurch bekommt ihr ein variables Gefühl bzw. ein unterschiedliches Gefühl. Wollt ihr lieber einen härteren oder weicheren Bremsdruck haben? Die Leitungen, die sind von Hehl Performance, beziehungsweise der deutsche Importeur ist GMS Motorsport. Das Schöne an den Hehl-Leitungen ist, dass man die von dem Importeur mit variablen Fittings sich bestellen kann und auch mit variablen Leitungen beziehungsweise Längen. Und dadurch kann man eigentlich eine sehr individuelle Bremsleitung haben, und ihr habt dadurch die Möglichkeit, das an euer Motorrad anzupassen, wie ihr wollt. Weiter geht's mit den Hehl-Bremssätteln. Hier habe ich keine wirkliche Referenz zu. Ich kann nur sagen, sie sehen sehr schön aus auf jeden Fall, und sie funktionieren gut. Die Bremsbeläge, die ich fahre, das sind die WAP Dual Carbon Beläge. Die bin ich jetzt schon einige Jahre gefahren. Die gibt's auch bei Renngrip, und zu Vergleich zu anderen Belegen haben die mir eigentlich mit am besten gefallen. Generell kann man sagen, über das ganze Bremssystem, das ist ein sehr direktes Gefühl, was das Bremssystem gibt. Mir taugt das sehr gut. Ich habe auch, nachdem ich den Profi-Rennfahrer einmal fahren lassen habe, war das zweite, was er gesagt hat, dass die Bremse super ist, und genau den Eindruck habe ich von der Bremse auch. An der Ergonomie haben wir auch was geändert. Hinten habe ich eine neue Rastenanlage. Das ist die Bonamasi Racing Rastenanlage für die Carver. Was mir gut an der Rastenanlage gefällt, ist, dass die Raste selber sehr griffig ist. Denn mir ist es schon öfters passiert, dass ich mit dem kurvenäußeren Fuß abgerutscht bin und dann halb vom Motorrad runterhing. Ist mir ehrlich gesagt mit der Raste noch nie passiert. Deswegen bin ich ein sehr großer Fan von der Raste. By the way, gibt's auch bei Renngrip, aber sie gefällt mir gut. Weiter geht's mit den Stummeln. Da habe ich auch über die Jahre ein bisschen rumprobiert. Mittlerweile bin ich jetzt gerade bei den PP-Stummeln wieder angekommen. Ja, hat einfach für mich von meiner Körpergröße ein sehr angenehmes Gefühl, beziehungsweise die sind nicht zu breit auseinander, die sind nicht zu eng, sind natürlich nach vorne wie der andere Stummeln variabel einstellbar. Sind Stummeln, kann man austauschen. Ja, habe ich ein gutes Gefühl mit. Was soll ich über Stummel sagen? Gar nichts. In der Kawasaki schlummert eine Kit-Elektronik, und das Ding ist, bei der Kit-Elektronik, bei der Kawasaki gibt es einige Parameter zum Einstellen, wie auch den Reifenumfang, und bei Big-Size-Reifen muss man den Reifenumfang eingeben, damit die Traktionskontrolle richtig arbeitet. Denn Anfang der Saison, selbst auf höchster Stufe, hatte ich in der Kiste keine Traktionskontrolle, beziehungsweise erst, wenn ich fast einen Sittich gemacht habe. Ja, nachdem wir das eingestellt haben, hat die Traktionskontrolle sehr sauber gearbeitet, so gut, dass ich es ja eigentlich gar nicht mehr gespürt habe. In den Videos hört man es jetzt auch, in den neueren Videos, die jetzt kommen werden. Dazu gibt es natürlich die Anti-Vidi-Control, die lässt mich auf eine gewisse Höhe kommen, hält mich da bzw. lässt mich wieder runterkommen, was bei dem Motorrad sehr wichtig ist, denn selbst mit einem großen Radstand, das Motorrad will nur aufs Hinterrad, und das werdet ihr wahrscheinlich auch in den nächsten Onboard-Videos sehen.
Die Kiste hat natürlich auch noch Data Recording, ist ganz gut. In einem Programm kannst du das dann auslesen, was das Motorrad gemacht hat. Wir haben noch nicht alle Sensoren drin, aber mir hat es schon bei gewissen Stellen geholfen, dass ich andere Gänge fahren muss, dass ich mehr Gas geben kann, dass ich vielleicht komisch ans Gas gebe oder nicht so gut bremse. Lernt man alles draus. Auf jeden Fall, das Data Recording ist auch eine schöne Sache und da werde ich auch in der Zukunft versuchen, mehr mitzuarbeiten. Sonstige Kleinigkeiten, die wir an dem Motorrad geändert haben, sind zum Beispiel hier ein kleiner Ventilator am großen H2O-Kühler. Der ist auf jeden Fall echt gut, wenn man bei heißen Sommertagen gerade vom Track runterfahren will, hat einen weiten Weg bis zur Boxengasse und das Ding kocht über. Dementsprechend hilft auf jeden Fall immer, das Motorrad gut zu kühlen. Weitere Sachen, hier ist ein Griffgummi von Accusato, habe ich mit dem besten Grip, deswegen kleine Sache, kostet 15 Euro oder so, gefällt mir super. Genau, dann habe ich hier noch eine höhere Scheibe verbaut, das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch in kommenden Onboard-Videos, werdet ihr das sehen. Gibt einen besseren Windschutz und sieht einfach gut aus. Und, weil ich so oft gefragt wurde, dieses Isle of Man Schweißband, das gibt es bei Amazon. Einfach Isle of Man Schweißband oder TT Schweißband eingeben und dann werdet ihr das finden. Abschließend lässt sich sagen, dass ich mich erstmal an die Kawasaki gewöhnen musste. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme wirklich mit der Leistung, dass ich Beifahrer war, dass die Kiste ein bisschen weit lief im Kurvenausgang, dass ich mich generell noch nicht ganz so gut wohlgefühlt habe. Aber mit ein paar Terminen wurde das alles besser. Wir haben die Geometrie in den Griff bekommen, wir haben die Traktionskontrolle in den Griff bekommen. Das Fahrgefühl von dem Motorrad ist jetzt echt wirklich sehr direkt, wie ich das gerne habe. Und ich bin sehr froh mit dem Kauf der Kawasaki. Ich muss mich noch ein bisschen mehr an das Drehzahlband gewöhnen, dass ich die Kiste wirklich immer schön auf hohen Umdrehungen halte. Aber ich glaube, wenn ich das noch habe und generell ein bisschen schneller werde, dann sollte mit der Kiste auch noch schöne Rundenzeiten und schöne Videos drin sein. Und ja, schön aussehen tut sie auch. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns entweder beim nächsten Onboard oder besser noch beim nächsten Racecamp-Events-Termin nächstes Jahr. Da gebe ich noch die genauen Daten durch und ja, dann sehen wir uns auf der Strecke und vergiss da meinen Code nicht, 10%, Motanio-333 und ja, dann sehen wir uns da und HDGDL, euer Moti.